In diesem Video geht es darum, wie man die Schaltung bei Shimano-Nabenschaltungen mit einer solchen Schalteinheit hier einstellen kann. Die Einstellung ist wirklich super simpel und bewirkt oft Wunder. Falls du eine andere Nabenschaltung hast, dann schau einmal in die Videobeschreibung, da sind noch Videos für andere Nabenschaltungen verlinkt. Um die Schaltung einzustellen, interessieren uns erstmal nur zwei Stellen am Fahrrad. Das ist einmal der Schalter am Lenker und einmal die Schalteinheit hinten an der Nabe. Wenn man von oben auf diese Schalteinheit raufschaut, dann sieht man immer zwei Striche, mit deren Hilfe man die Schalteinstellung ablesen kann. Wenn man jetzt schaltet, dann bewegt sich der eine Strich beim Schalten mit der Schaltrolle mit und der andere Strich bleibt fest in seiner Position stehen. Unter der Nabe gibt es die gleichen Striche noch einmal und hier kann man alternativ die Einstellung ablesen, zum Beispiel wenn das Fahrrad auf dem Kopf steht oder die Striche oben verschmutzt und dadurch nicht lesbar sind. Jetzt gibt es einen speziellen Gang, das ist der sogenannte Einstellgang, und in diesem Gang müssen sich die beiden Striche bei korrekter Einstellung genau gegenüberstehen. Wenn das nicht der Fall ist, wie zum Beispiel hier jetzt, dann schaltet die Nabe nicht korrekt, die Gänge können während der Fahrt krachen oder es sind eben nicht alle Gänge schaltbar. Wir suchen uns also als erstes diesen Einstellgang für unsere Schaltung raus. Wenn die Schaltung 5 Gänge hat, dann ist es immer der dritte Gang. Wenn die Schaltung 7 Gänge hat, dann wird das immer der vierte Gang sein. Wenn die Schaltung 8 Gänge hat, ist es auch immer der vierte Gang. Und wenn die Schaltung 11 Gänge hat, dann ist das immer der sechste Gang. Im Zweifelsfall ist das bei Shimano immer der mittlere Gang. Das bedeutet, wenn man den höchst verfügbaren Gang durch 2 teilt, bekommt man als Ergebnis die Zahl des Einstellgangs. Wenn man eine Kommazahl bekommt, dann wird diese aufgerundet. Bei meiner 8-Gang-Nabe ist der vierte Gang der Einstellgang. Bevor man jetzt in diesen Einstellgang schaltet, ist es wichtig, vorher die Schaltung noch einmal komplett zu entspannen, um ein korrektes Einstellergebnis zu bekommen. Dazu muss man einfach nur in den Gang mit der geringsten Spannung schalten, welches in den meisten Fällen der erste Gang ist. Bei manchen 8- und 11-Gang-Schaltungen kann das allerdings auch der höchste Gang sein. Um hier auf Nummer sicher gehen zu können, gibt es auch eine einfache Faustregel, die immer zutrifft. Wenn der Schaltzug unter der Nabe lang verläuft, dann ist immer der kleinste Gang der Gang ohne Spannung. In diesem Fall schaltet man vom ersten Gang in den Einstellgang. Wenn der Schaltzug allerdings über der Nabe lang verläuft, dann ist immer der höchste Gang der Gang ohne Spannung. In dem Fall schaltet man vom höchsten Gang in den Einstellgang. Mit dem Wissen können wir jetzt die Schalteinstellung vornehmen. Ich schalte bei mir also vom ersten Gang, der Gang ohne Spannung, in den vierten Gang, den Einstellgang, und überprüfe jetzt hinten an der Nabe die Ausrichtung der Striche zueinander. Wie man sehen kann, sind die beiden jetzt nicht in einer Linie und müssen demnach neu ausgerichtet werden. Zum Ausrichten befindet sich am hinteren Teil des Schaltgriffs die sogenannte Zugeinstellschraube. Wenn man daran zieht, kann man die entweder nach links oder nach rechts drehen und durch das Drehen nach links oder nach rechts verändert man die Position von diesem einen Strich auf der Schaltrolle, bis sich die Striche exakt gegenüber liegen. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Striche wirklich sehr genau zueinander ausgerichtet werden, weil selbst schon die kleinsten Abweichungen zu Schaltproblemen führen können. Nachdem man die Striche zueinander ausgerichtet hat, sollte man anschließend das Ganze nochmal kontrollieren. Dazu schaltet man einmal alle Gänge durch, schaltet dann wieder in den Gang ohne Spannung und von dort aus wieder in den Einstellgang. Jetzt schaut man sich nochmal die Ausrichtung der Striche zueinander an und stellt diese gegebenenfalls noch einmal nach. Im Allgemeinen lohnt es sich hin und wieder, die Einstellung zu überprüfen, weil sich der Schaltzug später immer noch lenken kann bzw. die Endkappen sich noch setzen können, wodurch die Einstellung dann wieder verstellt werden könnte. Wenn deine Schaltung nach der Einstellung immer noch Probleme macht, dann schau auch in die Videobeschreibung, in die verlinkten Playlists. Da findest du weitere Videos zu Shimano-Nabenschaltung und allgemein zu Nabenschaltung und deren Reparatur. Und falls dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich auch über ein Like. Lass gerne ein Abo da und schau dich auf meinem Kanal um, wenn du dich für weitere Reparaturen interessierst. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.